wenden wir uns mal der Bemalung vom Panzer zu. Zuallererst müssen wir den jetzt mal grundieren. Und zwar verwende ich hier von Revell Matt 8 Schwarz. Das ist ganz wichtig, dass man die schwarze Farbe wirklich in jede Ritze reinbekommt, wirklich, dass alle sichtbaren Stellen grundiert sind. Weil später, wenn man dann vielleicht noch irgendwie hier an den Rädern unten oder hier zwischendrin das hellgraue Plastik durchscheint sieht, dann ist das sehr schlecht. Die Grundierung ist jetzt trocken und da hier ja die ganzen Luken offen sind am Turm, müssen wir dann auch den Innenbereich bemalen, zumindest rudimentär. Und ja, deutschen Panzer waren innen weiß lackiert. Allerdings werde ich da jetzt nicht blankes Weiß von Revell verwenden, das ist Matt 5, sondern ich habe da noch einen Schuss Matt 16 reingemischt. Das sieht da ein bisschen besser aus. Gut, dann werden wir mal den inneren Bereich besprühen. So, den Turm innen habe ich jetzt mit so Stückchen von so einem Schwamm ausgestopft. Das liegt oft bei Figuren bei, um die praktisch zu polstern, damit nichts beschädigt wird. Ja, und das ist wirklich super, um da was abzudecken. So, weiter geht's. Jetzt kommt die eigentliche Grundfarbe drauf. Das ist von Revell Matt 79 Blaugrau. Meiner Meinung nach ist das eigentlich eine der besten Farbtöne, um diese graue Lackierung der frühen deutschen Panzer wiederzugeben. Um den Farbauftrag ein bisschen zu variieren, werde ich jetzt ein paar exponierte Bereiche mit der aufgehellten Grundfarbe noch ein bisschen benebeln. Zum Beispiel hier das Turmdach oder hier der Staukasten oder hier die Kiste, das Motordeck und so weiter. Der ganze Prozess gibt dem Modell einfach ein bisschen ein plastischeres Aussehen. Und durch die schwarze Grundfarbe haben wir das ja teilweise schon vorbereitet, weil zum Beispiel hier unten am Fahrwerk ist weniger graue Farbe hinkommen, deswegen scheint da noch ein bisschen schwarz durch und hier oben ist dann einfach ein wenig heller. So, jetzt müssen natürlich die ganzen Details bemalt werden, wie die Werkzeuge, die Ketten, Laufräder und natürlich auch hier der Turm innen.
Okay, bei der Tonbemalung würde ich mal sagen, brauchen wir es nicht so übertreiben, weil man sieht da eh nur sehr wenig später. Dennoch möchte ich da jetzt ein bisschen Chipping aufbringen, vor allem hier ja, in dem Bereich von der Kanone und auch vielleicht innen von der Kommandantenkuppel. Ansonsten ist innen eigentlich das nur relativ rudimentär bemalt. So, dann nimmt man jetzt so ein Schwämmchen oder Schaumstoff in dem Fall mit einer Pinzette und tunkt es dann in eine Farbe ein, die man will. In dem Fall habe ich jetzt hier matt 78, schon ziemlich dunkles Grau. Und dann kann man da ziemlich gut die Chips verteilen. Durch die Pinzette kommt man auch eigentlich ziemlich gut hin an alle nötigen Stellen. Also immer nützlich, das so zu machen, wenn man an schwer zugängliche Bereiche was machen muss. Okay, die Detailbemalung ist jetzt soweit mal abgeschlossen. Ich habe auch die übrigen Details schon mal befestigt, wie die Ersatzkettenglieder, Benzinkanister und hier oben die Kopfhörer für den Kommandanten. So, als nächstes brauchen wir ein Washing, um die Vertiefungen zu betonen und um die Oberfläche ein bisschen zu variieren. Und da verwende ich dann meistens Ölfarben verdünnt mit geruchlosem Turpentin. Ja, das wird dann einfach mit einem großen, weichen Pinsel einfach verteilt. Okay, das Washing ist jetzt getrocknet und jetzt werden die Kanten ein bisschen mit der aufgehellten Grundfarbe trocken gemalt und es gibt so einen schönen plastischen Effekt am Modell und simuliert auch Kratzer und so weiter. Weiter geht's mit den Abziehbildern. In der Schlacht um Stalingrad war die 24. Panzerdivision schwer involviert und ging dann auch unter, wurde später wieder neu aufgestellt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dem Bausatz keine Abziehbilder für ein Fahrzeug der 24. Panzerdivision beiliegen, aber ich kann mir ja behelfen, denn ich habe genügend übrige Abziehbilder. Das hier ist von dem Revell Panzer 3J und da haben wir hier das Symbol der 24. Panzerdivision hier nochmal und diese dreistelligen Nummern. Und wenn wir jetzt hier dieses Foto anschauen, da sehen wir hier am Turm seitlich und hinten eben diese dreistellige Nummer. Das Divisionszeichen ist nicht erkennbar, aber ja, da müssen wir gar nicht groß recherchieren. 24. war da einfach dabei. Das ist einfach so.
Okay, die Abziehbilder mit den Turmnummern, die waren ziemlich schlecht, die haben gesilbert ohne Ende. Deswegen habe ich jetzt andere genommen, aber das ist ja nicht so wichtig. So, weiter geht's mit der Alterung. Ich werde jetzt wie gehabt mit dem Q-Tip ein bisschen Chipping aufbringen. Da habe ich jetzt hier mit Matt 9 und Matt 91 so eine dunkle Metallfarbe angemischt. Und wenn man da jetzt den Q-Tip ein bisschen mit der Farbe voll macht und dann hier so entlang der Kanten so auftupft, bekommt man schöne Lackschäden. Man muss halt immer im Kopf behalten, wo so Schäden wohl am ehesten auftreten, und das sind vor allem Kanten oder bewegliche Teile oder wo die Besatzung halt oft entlang läuft zum Beispiel. Dem Chipping folgt logischerweise ein bisschen Rost. Da verwende ich von MIG Light Rust Effects. Es wird dann mit einem ganz feinen Pinsel aufgepinselt. Mit dem dicken Pinsel bekommt man da richtige breite Roststreifen und das sollte man vermeiden. Man darf es auch nicht übertreiben, sonst sieht es natürlich total unrealistisch aus, aber ein paar so Roststreifen gehören für mich einfach dazu. So, fast haben wir es geschafft. Jetzt braucht der Panzer natürlich noch ein bisschen Staub und Dreck. Wieder mal sind die MIG-Pigmente die erste Wahl. Und ich verwende da Dry Matte und Dark Matte. So, das Modell ist jetzt richtig schön staubig und es gefällt mir ziemlich gut so, und das werde ich jetzt auch mal so lassen. Braucht man kein Dark Matte oder so, das sieht so auch schon gut aus. Wenn man hier auf diesen Fotos sieht, hier zum Beispiel, da hängt nicht wirklich viel Schlamm am Fahrwerk. Richtig staubig eher. Und das ist das interessanteste Foto. Ihr seht, wie sich hier an der Kommandantenkuppel der Staub richtig stapelt. Also braucht keiner sagen, das wäre hier jetzt viel zu staubig. Das ist wahrscheinlich noch harmlos gegenüber dem hier. Wenn da oben schon so viel Staub ist, dann will ich gar nicht wissen, wie verranzt der ganze übrige Panzer ist. So, zu guter Letzt werde ich jetzt die Kanten ein bisschen mit einer Bleistiftlinie behandeln, einfach um den Metallabrieb zu simulieren. Das muss man nicht übertreiben, einfach nur ein bisschen die Kanten metallisch glänzen lassen und dann passt es. Im nächsten Teil geht es dann um das Diorama und da werde ich auch das fertige Ergebnis zeigen. So, jetzt kommen noch ein paar Bilder von dem Panzer und damit verabschiede ich mich. Bye bye, euer Hamilcar Barkas.